Schockierend, finde ich, ist das falsche Wort dafür. Also ich glaube, schockierend wäre es, wenn wenn man sich noch nie vorher mit der Thematik auseinandergesetzt hätte, wenn man überhaupt keinen Referenzrahmen dafür hätte. Und schockierend ist diese ganze Zeit und schockierend ist alles, was in diesem Kontext passiert ist. Aber zu wissen, dass es halt auch in der Organisation Gehlen im Bundesnachrichtendienst Leute gab, die diese Erfahrung mitgebracht haben, die diese Taten mitgebracht haben. Das ist jetzt nichts, was ich als persönlich wirklich schockierend sehen kann in dem Sinne. Der Gesamtumstand ist schockierend und es ist schlimm, dass das passiert ist. Aber dass wir am Ende des Tages in der gesamten deutschen Gesellschaft, in fast jeder Institution irgendjemanden gefunden haben, der diese Vorprägung mitbringt, ja, das kontextualisiert es auch halt irgendwo. Ich glaube, es ist einfach was, womit man offen umgehen muss. Das hat für mich in meinem täglichen Arbeiten und in dem, wie ich ja meine Kollegen vor allem wahrnehme, macht das keinen Unterschied, ob das jetzt damals 10%, 50% oder 80% waren. Das heißt aber nicht, dass man es aus irgendeinem Grund leugnen müsste oder sollte. Ich, für mich persönlich, heute als Mitarbeiterin, nehme von dieser Kontinuität nichts mehr wahr. Ich weiß, dass das zum Erbe gehört. Es ist unglaublich wichtig, sich mit dem Erbe und mit dem Entwicklungsgang irgendwie der Organisation zu befassen. Aber auch da macht es tatsächlich jetzt für mich und die Entscheidung, hier zu arbeiten und mit wem ich arbeite, einfach für jetzt und heute keinen Unterschied. Also tatsächlich ist es ja bei uns im Studiengang ein Thema. Also wir haben mehrere Teile in unserem Curriculum gewissermaßen, die geschichtswissenschaftlich geprägt sind, die sich gerade auch mit der Frühzeit einfach des Dienstes bzw. der Vorläuferorganisation, der Organisation Gehlen befassen. Auch da ist der Ansatz deutlich breiter als in Anführungsstrichen nur die NS-Vergangenheit, aber einfach aus diesem Kontext, genauso wie einfach aus der öffentlich geführten Debatte, gerade eben um die Veröffentlichung der UHK herum, ist da ein gewisses Vorwissen einfach inzwischen da, das mit Sicherheit auch einfach durch die Dienstzugehörigkeit und dass man sich ja dann doch anders nochmal damit befasst, als wenn man das als externer Dritter wahrnimmt, auseinandersetzt. Also tatsächlich, als ich mich für den Dienst beworben habe, war davon noch nichts publiziert. Ich glaube aber, dass es keinen Unterschied gemacht hätte. Weil wenn wir auf Deutschland gucken, dann hat ganz Deutschland diese Vergangenheit. Und irgendwie ist es logisch, auch wenn es immer eine Frage des Ausmaßes ist, aber es ist logisch, dass auch dieser Dienst diese Vergangenheit hat. Und ich glaube, neben der Erkenntnis, wenn man sich jetzt diese Publikationen ansieht, dass es diese Kontinuitäten gibt und diese Vorbelastung, sieht man halt auch gerade, was die Mechanismen dahinter waren. Und ich durchaus Verständnis irgendwo dafür habe, zu sagen, okay, es gab auch sehr pragmatische Überlegungen, warum man Leute genommen hat, die eine militärische Vorprägung hatten, die also in diesem Apparat im Zweiten Weltkrieg irgendwo tätig waren und warum diese Leute auch reingekommen sind. Also zu sagen, das waren viele Netzwerkstrukturen, das waren persönliche Kennverhältnisse. Das ist alles keine Rechtfertigung irgendwie, aber es ist eine Begründung dafür. Und letztendlich, also es hätte mich auch bei der Bewerbung nicht davon abgehalten, weil ich dieses Bild heute vom Dienst einfach nicht mehr habe, ohne zu ignorieren, dass es diese Vergangenheit gibt. Also das jetzt tatsächlich unter großem Vorbehalt, weil ich ja noch mitten in der Aktenrecherche stecke und mir eben auch einen sehr, sehr kleinen Teil am Ende des Tages nur ansehe. Ich glaube, und da muss ich jetzt von dem ersten Eindruck sprechen, was sich abzeichnet, ist zum einen, dass die militärische Prägung einfach abgenommen hat, die ich als tatsächlich das entscheidende Element eigentlich des Erbes aus dem Zweiten Weltkrieg empfinden würde. Also dass sich die einfach sehr stark in den 50ern und 60ern im Denken und im Duktus niedergeschlagen hat, was in den 70ern in eher eine Form der Sachlichkeit übergegangen ist.
Zum anderen das immer stärkere Wirken der Behördenstruktur, also dass der Dienst einfach zu einer Behörde geworden ist, wo ganz viel mit Regularien, mit rechtlichen Vorgaben, mit Formen der Personalrekrutierung einherging. Es gab eine deutliche Verjüngung. Also gerade wenn ich mir jetzt meinen Bereich ansehe, dann sehe ich halt, dass die Leute, die da als Referenten gearbeitet haben, dann einfach relativ jung waren, teilweise Neueinstellungen, also direkt aus dem Studium irgendwie kommt. Und dass es tatsächlich einen, für mich persönlich zumindest vergleichsweise hohen Anteil an Frauen gab in den 70ern. Gerade ab 68 haben sich ja sowohl Kanzleramt als auch Wessel als zweiter Präsident des Bundesnachrichtendienstes ja sehr stark um eine Professionalisierung, eine Modernisierung des Dienstes einfach bemüht. Was bis dato ja einfach ein Riesenthema war die gegenseitige Werbung von Mitarbeitern. Also das Tippen über Bekannte, das Tippen auch teilweise über Familienangehörige, über Netzwerkstrukturen, die eben auch noch aus sowas wie Fremde Heere Ost erwachsen sind, was ja mit Kennverhältnissen, aber auch viel mit dem Gedanken der Sicherheit einfach zu tun hatte. Also zu sagen, jemand, der jemanden kennt, ist vielleicht vertrauenswürdiger, irgendwie über den bekomme ich vorab mehr raus. Und das hat sich einfach, das hat sich schon in den 60ern gewandelt, dass man einfach versucht hat, auch mal über Zeitungsannoncen zu gehen, die Personalrekrutierung offener zu gestalten, auch viel Fachpersonal auf einmal für sich als relevant erkannt hat. Also man hatte ja zum einen eine technische Entwicklung, wo man gesagt hat, man braucht Leute mit technischem Hintergrund, stärkeres Interesse an Wirtschaftsauswertung, wo man auf einmal Wirtschaftsfachleute gebraucht hat, aber auch ein größeres Verständnis dafür, dass wissenschaftliche Methoden und objektives Denken etwas sind, was generell als Arbeitsmethodik relevant ist, warum man auch an Akademikern einfach nochmal ein stärkeres Interesse entwickelt hat. Also da hat sich der Rekrutierungsansatz einfach sehr diversifiziert einerseits, hat sich vielleicht aber auch der normalen Rekrutierungspolitik von Behörden ein bisschen angeglichen, was natürlich auch einfach mit den Regularien der Beamtenlaufbahn und Ähnlichem einhergegangen ist. Ich glaube tatsächlich, dass man generell unterschätzt, wie lange Organisationskulturen wirksam sind. Also ich meine auch da inzwischen genug gelesen zu haben dazu, dass es ja auch, wenn ich neue Mitarbeiter rekrutiere, immer eine Zeit X erstmal dauert, bis diese Personalfluktuation tatsächlich Wirkung entfaltet. Und mit Sicherheit, wenn man sich irgendwie lange Stehzeiten im Dienst ansieht, also Leute, die auch einfach lange im Dienst waren, dann hat das die Mentalität und das Mindset dieser Mitarbeiter mit Sicherheit sehr, sehr lange gewirkt. Aber auch da würde ich auch wieder sagen, es ist nicht nur die Netzwerkstruktur, sondern es ist wirklich die Frage der Organisationskultur, die einfach mitunter sehr, sehr lange trägt. So wie es eben auch lange gedauert hat, bis sich die militärische Prägung, gleich das vielleicht schon nicht mehr der Großteil der Mitarbeiter war, abgeschwächt hatte. Also ich glaube, die Frage ist an der Stelle, ob man jetzt militärisches Denken als ein Problem erachtet. Weil das, was sich tatsächlich in den Akten, die ich gelesen habe, und das ist ja immer nur ein Ausschnitt, wie niederschlägt, das ist tatsächlich eine primär militärisch geprägte Denkstruktur. Also das hat auch viel mit einem gewissen Homogenitätsbedürfnis, mit einer gewissen engen Führung, auch mit einem gewissen Chorgeist vielleicht zu tun. Und wenn ich darauf gucke, das hat sich mit Sicherheit auch irgendwo in der Schulung noch niedergeschlagen und in dem, wie man rekrutiert hat. Die Frage ist jetzt eben, also die zentrale Frage wäre nur, ob man das als Problem konzipieren möchte. Also dass man sagt, ich brauche irgendwo einen gewissen Reformgedanken, eine gewisse Liberalisierung, eine gewisse Öffnung, das gehört alles dazu. Das hat aber gerade ein Wessel, der ja selber eine sehr militärische Prägung eigentlich hatte, ganz maßgeblich vorangetragen. Also
da liest man durchaus Stellungnahmen von dem, die sehr modern sind, was im ersten Zugriff vielleicht überrascht. Und auch wenn da militärische Prägung nachgewirkt hat, ist es nicht immer schlecht. Und ich glaube tatsächlich, dass der Gedanke von, wir sind irgendwie eine Gruppe und wir sind, heute würde man sagen, wir sind ein Team, wir gehören irgendwie zusammen, dieses Zugehörigkeitsgefühl auch so ein bisschen nach oben zu stellen, ist, glaube ich, gerade bei einer Organisation, die nicht nach außen kommunizieren kann in manchen Dingen, wo der einzelne Mitarbeiter nicht nach außen kommunizieren kann, ist dieser innere Zusammenhalt gar nichts unbedingt Schlechtes. Das ist mit Sicherheit eine andere. Es ist nur tatsächlich eben keine, die ich aus den Dokumenten, die ich gelesen habe, ableiten könnte. Also eine gewisse antidemokratische Haltung ist ja durchaus das, was man aus den Arbeiten der UK vor allem herauslesen kann. Also das, was der Dienst unter Gehlen da sehr eigenmächtig getan und entschieden hat und für das Beste erachtet hat. Auch der Selbstanspruch, den Gehlen für den Dienst hatte, war ja ein ganz anderer, als wir ihn dann tatsächlich schon mit Wessel sehen. Also Wessel hat ja in seinem Anspruch im Prinzip, das war eine Übergangsphase, aber da trat schon viel stärker dieser Dienstleistungsgedanke in den Vordergrund oder hat sich stärker niedergeschlagen, zu sagen, wir sind ein Informationsdienstleister für die Bundesregierung, an deren Bedarfen orientiert, aber wir gestalten nicht. Also diese vordemokratischen Muster sozusagen haben sich da schon so ein Stück weit abgeschliffen. Und ich wiederhole es, also aus den Akten, die ich gelesen habe, kann ich eine militärische Prägung ableiten, aber ich kann tatsächlich kein ideologisch aufgeladenes Gedankengut in Richtung NS daraus ableiten. Das mag auch an den Akten liegen, die ich mir angucke, aber da findet sich das tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, die grundsätzliche Lehre ist immer die der Sensibilisierung, aber das ist dieser gesamte Geschichts- und Zeitabschnitt. Ich glaube, eine weitere Lehre ist zu sagen, was führt denn überhaupt dazu, dass jemand in eine Institution reinkommt? Welche Mechanismen können da eine Rolle spielen? Welche Mechanismen müssen wir uns dafür bewusst machen? Das sind heute andere, als es damals waren, aber das Bewusstsein dafür ist relevant und ich glaube tatsächlich, dass einfach die Beschäftigung mit Geschichte an und für sich relevant ist. Gerade wenn man jetzt irgendwie als junger Mitarbeiter in den Dienst kommt, das ist jetzt, ich kann entweder darauf warten, dass ich Erfahrungen mache, selber mal einen Erfolg habe oder auf die Schnauze fliege, oder ich kann in die Geschichte gucken und mir ansehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was waren Probleme, hat man die behoben, konnte man sie nicht beheben, da so ein bisschen die großen Linien nachzuzeichnen, die man ansonsten erst sieht, wenn man auf 30 oder 40 Dienstjahre zurückgucken kann und die ein bisschen früher sehen zu können. Das ist, glaube ich, einfach auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn man in die Geschichte guckt, ohne das immer final zu bewerten, sondern es sich wirklich einfach als Lehre und als Blaupause für manche Dinge anzusehen. Ich glaube, da ist es vor allem relevant, sich bewusst zu machen, wie gravierend das oder wie schlimm das wirklich war. Also das Bewusstsein dafür, dass das wirklich in gar keiner Art und Weise irgendwie akzeptabel ist. Und dementsprechend eine möglichst harte Linie tatsächlich dagegen zu fahren, wenn man sowas mal in irgendeiner Sicherheitsbehörde hat. Wir haben eine Sicherheitsüberprüfung. Dafür machen wir die ja auch, um eben sowas, soweit es irgendwie möglich ist, vorzubeugen. Zentral ist aber, glaube ich, wirklich, dass wenn man sowas erkennt und wenn man es irgendwo im Dienst hat oder auch im BFV oder im MAD, dass man dann einen jetzt schon möglichst offenen Umgang damit pflegt. Weil das große Problem der Aufarbeitung war ja im Prinzip, dass man es lange nicht aufgearbeitet hat und dass man sich der Auseinandersetzung damit verweigert hat. Und ich glaube eigentlich, dass das die zentrale Erkenntnis ist, zu versuchen, diesen Fehler nicht nochmal zu machen, sondern zu sagen, wenn wir ein Problem haben, eigentlich in egal welchem Bereich, dann sollte man auch im Sinne einer Fehlerkultur möglichst offen damit umgehen.
und nicht darauf warten, dass man es lange unter den Teppich kehrt und es einem dann irgendwann vor die Füße fällt. Also ich glaube, das wäre eigentlich meine zentrale Lehre aus dem Umgang mit diesem ganzen Thema. Tatsächlich ist ja auch ein nicht unwesentlicher Teil unserer Ausbildung, sowohl im mittleren gehobenen Dienst, aber auch eben jetzt im Masterstudiengang, die Auseinandersetzung mit unserer Verankerung im Grundgesetz tatsächlich, die Auseinandersetzung mit der parlamentarischen Kontrolle, warum sie am Ende des Tages wichtig ist, warum auch eine gewisse Kontrolle durch die Medien wichtig ist. Also das alles bildet ja Teil der Ausbildung und prägt natürlich auch das Denken und Handeln der Mitarbeiter.